Wohin wir auch gehen in einer Welt ohne Anfang, in einem Bewusstsein ohne Ende, ist es gar nicht die richtige Frage, sich zu stellen, was mache ich, wohin gehe ich, sondern welcher Teil von mir möchte ausgedrückt werden. Welches höhere Selbst möchte verwirklicht werden? Wie kann ich mich lösen von den Schichten, die an mir zerren, von dem Leib, der in mir wohnt und allgemein so viel Lebenskraft beansprucht? Wie kann ich mich von diesem Stück trennen? Aber nicht aus Wut oder aus Hass oder weil es nieder oder weniger ist, nein, sondern vielleicht, weil es auch noch andere Anteile von mir gibt, die keinen oder weniger Platz bekommen. Wenn ich mich auf diese Reise mache, muss ich mich stellen. Dann muss ich stärker sein als diese Wünsche, die an mir zerren und an mir nagen. Ich lasse sie fahren und in dem Moment, wo ich sie fahren lasse, entsteht Raum. Raum für Neues, Raum für feine Energien, sanfte Ansprüche und ein Security in einem französischen Garten. Und wenn ich diesem Raum gebe und mich traue auszudrücken, dann habe ich vielleicht schon das Größte getan, was ich machen kann. Ich habe mich meiner Angst gestellt, mein Inneres nach außen zu kehren. Ich habe mich selber für ernst genug genommen, dass es zählt, zu sagen, was ich in mir trage. Wenn ich so drüber nachdenke, kommen da gute Gefühle bei mir auf. Natürlich, ab und zu gibt es Zweifel. Aber Zweifel möchte ich in meinem Leben nicht haben. Ich möchte frei fließen wie ein Fluss, der nicht denkt, ob er nach links oder nach rechts fließt. Für ihn gibt es nur einen Weg, obwohl er sich tausendmal verzweigt. So spreche ich also für die innere Stimme, damit ich sie höre und damit sie lauter wird. Damit ich vertraue, dass ich geführt und getragen bin. Und auf diesem Wege lande, wo ich es mir nicht vorstellen kann. Aber umso mehr ich meine Seele ausdrücke, umso mehr fühlt sich meine Seele zu Hause. Und wer wünscht sich das nicht? Warte mal, was ist denn das? Wunderschönes Licht. Und was passiert, wenn ich einfach drauf zugehe und mich bescheiden lasse?
Ein Stuhl, 2 Stuhl, 3 Stuhl, ein Tisch. Oh, hier könnte man sicher gut sitzen. Was bedeutet es eigentlich, in Stille zu verweilen und angezogen zu sein von dieser Unbewegtheit? Manchmal geht es gar nicht um die Worte, die man spricht, sondern eher um die Gedanken, die man emaniert, die man ausschwitzt in seine Welt, in seine Manifestation. Aber wer bin ich schon? Ich sage dir nur, was ich denke, in einem rundheraus gedachten Weg. Und wenn du mir zuhörst und vielleicht verstehst, oder besser gesagt fühlst, wohin du auf diesem Weg gehst, dann ist schon die größte Arbeit getan. So, mein Freund, glaube mir, wenn ich dir sage, es ist nicht einfach, du selbst zu sein, aber auf diesem Weg stellst du dich vielen Gefahren, vielen Monstern, die versuchen, dich zu fressen. Aber habe keine Angst, auch in der Dunkelheit liegt ein Schatz vergraben. Gehe tief hinein in die untersten Winkel der Vibration und finde dort den Schatz, der du bist. Die einzige Wahrheit, die für dich spricht. Denn eins ist sicher, derjenige, der sich nicht auf den Weg macht, wird nie ankommen. Derjenige, der Angst hat, verurteilt zu werden, wird sich immer blockieren in dem eigenen Sein. Versuche mich zu erinnern an das Selbst meines Ichs. Und wenn ich mich finde in diesem Dickicht, in diesem Gewand, das ich noch nicht trage, dann weiß ich, ich habe die Aufgabe erfüllt. Es braucht nicht mehr, im Ernstfall vielleicht sogar eher weniger. Diese ganzen Ängste, diese ganzen Blockaden, diese ganzen Normen und Regeln sind Dinge, die sich an mir geheftet haben. Und ich kann mich damit identifizieren oder nicht. Die Frage liegt bei mir. Was bleibt, ist genau das, was lebt in unendlicher Zeit. Wohin wir auch gehen in einer Welt ohne Anfang, in einem Bewusstsein ohne Ende, ist es gar nicht die richtige Frage, sich zu stellen, was mache ich, wohin gehe ich, sondern welcher Teil von mir möchte ausgedrückt werden. Aber umso mehr ich meine Seele ausdrücke, umso mehr fühlt sich meine Seele zu Hause. Und wer wünscht sich das nicht?